Störung. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Gleiswüste, zu einem neuen Video, von dem ich euch jetzt schon verspreche, das wird heute richtig fein. Vieles im heutigen Clip habt ihr hier in der Wüste noch nie gesehen. Neue Loks, neue Züge, Gastzüge, ein wenig Spielereien mit Photoshop, wie ihr hier in diesem Clip schon sehen könnt. Hier bewegen sich sogar die Wolken ein wenig, also dranbleiben lohnt sich heute ganz besonders. Und das Abo natürlich nicht vergessen, falls nicht schon geschehen. Im Thumbnail war es schon zu lesen, heute gibt es tatsächlich moderne Zeiten in der Wüste. Zum Beispiel hier den guten alten 425 von Brava, dem ein Kesselwagenzug hier im Bahnhof begegnet. Bedingt durch die Länge der Züge ist das natürlich eine Challenge für die ein oder andere Aufmerksamkeitsspanne beim Betrachter, aber da müsst ihr durch. Und jetzt kommt zu allem Überfluss auch noch ein Intercity geschoben von einer Pico 101 entgegen. Wir bleiben zunächst beim Thema 425. Hier eine Doppelgarnitur aus der Abstellung, kommend bereitgestellt am Hausbahnsteig. Ich habe die Modelle schon länger im Schrank gehabt, habe sie aber aufgrund der nicht so prickelnden Fahr- und Geräuscheigenschaften selten auf der Platte gehabt, aber als Doppeleinheit mit kurzer Kupplung, ein bisschen selber zusammengeklebt, doch ein wunderschönes Modell, das sich hier nach dem Zusteigen der Fahrgäste vom Bahnhof in die Strecke hinaus schlängelt. Selten auf der Wüstenplatte zu sehen, nachdem ich keine eigenen besitze. Moderner ICE-Verkehr, den der auf Gleis 2 wartende RRX erstmal vorbeilassen muss. Ist schon mega mit dem Sound, sagt der alte ehemalige Soundverächter. Szenenwechsel, die funkelnagelneue Pico DE18, ein wirklich fantastisches Modell, sucht sich ihren Weg ins Ziehgleis zum Rangieren, während auf Gleis 5 der neue München-Nürnberg Express von Rocco rechts ran muss. Nachdem, wie ja auch beim Vorbild so oft, der Steuerwagen noch nicht da war, hat der kurzerhand, gibt es auch ein schönes Foto im Internet zu sehen, eine 101 vorne und hinten dran bekommen. Und damit es nicht gar zu langweilig wird, fährt noch eine 151er mit einem gemischten Güterzug, in dem auch die
3 ebenso neuen Kali- und Salzwagen von Südexpress eingereiht sind Richtung Westen. Während die DE18 munter ihre Kesselwagen und offenen Wagen rangiert, erreicht auf Gleis 4 der Intercity den Bahnhof. Für den ist der MNE rechts rangefahren. In Ingolstadt jahrelang bis heute zu beobachten. Recht praktisch auch in Ingolstadt mit ordentlich Aufenthalt für eine ausgedehnte Raucherpause, bevor es dann Richtung München oder Nürnberg weiterging. Die beiden 101er am MNE sind ältere Roccoloks aus den Nullerjahren, die sich durch ihre hervorragenden Fahreigenschaften exzellent für Sandwich-Traktionen eignen. Während der Intercity nach kurzem Aufenthalt den Bahnhof wieder verlässt, können wir mal kurz einen Blick auf die beiden erste Klasse Abteile schmeißen. Mit Steuerwagen 6 Wagen, 2 erste Klasse Abteilung, das spricht schon Bände für die Produkteinstufung dieses schnellsten Regionalverkehrs Deutschlands, glaube ich, hieß er mal eine Zeit lang. Im Hintergrund kommt ins Bild ein weiterer Kesselwagenzug mit der Südexpress 159er. Mit dem München-Nürnberg-Express bin ich selber oft mitgefahren zwischen Ingolstadt und Nürnberg, und durch damals hieß es noch Bayern-Ticket statt Deutschland-Ticket, war regelmäßig die Bude picke, packe voll. Ja, und wer ein bisschen Komfort haben wollte in der ersten Klasse, der sollte doch dann gefälligst zum richtigen Fahrpreis mit dem ICE fahren. Und während der MNE auch auf die Strecke hinter dem IC kommt im Blockabstand zum Kesselwagen der nächste Zug aus dem Tunnel Richtung Westen, ein Pannonia Ganzzug. Den habt ihr hier ja schon einige Male gesehen, aber jetzt kommt was Neues, habt ihr hier noch nie gesehen. Der nächste wunderschöne, bunte Kesselwagenzug, gemischt mit Wagen unterschiedlichster Einsteller, unterschiedlichster Farben. Vielen Dank an Niklas, der vor einigen Tagen hier diesen Zug mal vorbeigebracht hatte. Ja, und einen schönen, langen ICE, den kann man hier eigentlich auch immer anschauen. Gleich hinterher ein kurzer KLV als Testzug für die neuen Mobabro Wagen und Trailer, die ihr hier im Hintergrund seht, während ein Talent sich im Vordergrund auch auf die Strecke begibt. Ist auch ein sehr hübscher Zug. Und das war's auch schon wieder für heute. So schnell sind 10 Minuten vergangen mit einem letzten Blick auf die beiden 425er
verabschiede ich mich für heute. Wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin.